Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute ist es ja soweit, um 16 Uhr startet der legendäre Dungeon. Ihr seht es bereits schon, der Countdown läuft hier auf dem Server S31 und ich versuche auch direkt am Start zu sein um 16 Uhr zum Start des Legendary Dungeon, dass wir da dann direkt reingehen können. Und heute wird auf jeden Fall ein bisschen längerer Stream werden, denn ich versuche auf jeden Fall, mir alle neuen Gegenstände zu sichern, die der neue Legendary Dungeon hergibt. Ein komplett neues Set, massives Winterspektakel und Lebkuchenkeilerei-Set. Und da möchte ich auf jeden Fall versuchen, alle Gegenstände im Livestream erfolgreich mir zu gönnen. Ich muss die so oder so holen, also von daher ab 16 Uhr, falls ihr nichts zu tun habt, dann geht's rein in den neuen Leggy Dungeon und wir werden so lange durchrunnen das Ding, bis wir alle Items uns gesichert haben. Das wird ein Spektakel auf jeden Fall, wie das neue Set hier es auch heißt, ne? Und ja, des Weiteren sind auch spezielle Events angekündigt. Neben den Leggy Dungeon gibt es auch den auralen Großputz, Tag des heißen Eisens, Prachtparade der Pilze. Ne? Also falls ihr anlässlich zum Leggy Dungeon Pilze aufladen wollt und ihr eure ganzen Pilze schon wieder vom Black Friday ausgegeben habt, ja, dann habt ihr jetzt auch nochmal die Chance, 20% mehr auf eure Pilze zu bekommen. Hexentanz, Glanzparade des Goldes, Tag tollkühner Tiere, Tag der verlorenen Seelen. Und neben dem Ganzen gibt es auch einen neuen Trailer. Wie ich schon vermutet hatte, war das nur ein kleiner Teaser gewesen, den wir gesehen hatten auf Instagram. Und hier haben wir nochmal 1 Minute 30 den kompletten Trailer. Den schauen wir uns auch nochmal zusammen an. Hier sehen wir auch nochmal das Questboard in einer kompletten Nahaufnahme. Haben hier auch eine kleine Zeichnung, ist hier erkenntlich. Ja, das ist unter anderem ein Monster, was die hier auch versuchen zu klatschen. Ne? Hier haben wir die Kollegen, die hier ja alles windelweich prügeln. So, das kennen wir alles schon. So, was jetzt neu ist tatsächlich, sind die zwei Kollegen und das war auf dem Questboard. Da waren deren Köpfe drauf, die bauen hier gerade einen Schneemann. Und ja, das haben wir zum Beispiel nicht gesehen. Ich glaube, bei uns fängt es an. Unglaublich. So, da sehen wir schon, dass der Pilzdealer auf jeden Fall sich hier, wo ich letztens gesagt hatte, irgendwie so eine Murloc-Cap oder so, ne? Das hatten wir ja schon im Ausschnitt gesehen, also das war auf jeden Fall vor der Szene, ist das entstanden. So, die Truppe reist auf jeden Fall weiter. Das kennen wir hier schon. Ja, da sichern sie sich jetzt die Axt als nächstes. Schlagen die zusammen. So, jetzt hat der Schmied sich hier, oder was weiß ich wer, oder auch der Pilzdealer sich die Axt gegönnt hier. Dann kommt das nächste. Ja, das Lebkuchenhaus hier. Mit der netten, freundlichen Omi, die hier gerade lecker Plätzchen anbietet. So, das Pfefferkuchenhaus bricht zusammen und da erscheinen Hänsel und Gretel hier ja, reingestopft in den Ofen. Also eine sehr schöne Anspielung hier an das Märchen. Generell schön designt auch hier mit den Polarlichtern hinten, finde ich sehr schön. Alleine das könnte schon wieder wirklich ein Background sein. So, wir schauen weiter. So, da hat der Schmied sich jetzt hier das Schild gegönnt und diese Items, das könnten ja schon so Anspielungen sein an die Sachen, die wir vielleicht finden können im Legendary Dungeon. Ich weiß es nicht ganz genau, ist nur eine Maßung. So, nächster Gegner. Sie überlegen, okay, schlagen wir drauf ein. Shakes futtert sich die Plätzchen rein. Ja, da wird natürlich reingegangen. So, nochmal ein kleiner Plot-Twist. Haben es natürlich nicht geschafft.
Aber die müssen sie natürlich auch noch, also wirklich, diese Trailer, die sind so stumpf, wirklich, ohne Scheiß. Also schon sehr geil gemacht. Vor allen Dingen das Ende hat mich nochmal hier gut abgeholt. Man denkt, die sind schon gestorben alle und dann prügeln die hier den Geist auch nochmal down, Alter. Ja, das ist auf jeden Fall lustig gewesen. Ja, unsere Mission, ich hoffe mal, wir werden ein bisschen Glück haben im Stream, dass wir uns alle Items sichern. Ist schon lange her, das letzte Mal, dass ich jetzt gestreamt habe. Ne, ein bisschen Zeit ist wieder ins Lande gegangen, aber ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf. Ich hoffe, ihr seid auch dabei, ne, bei dem Livestream. Es geht auf jeden Fall ein bisschen länger. Also wie gesagt, ich werde nicht aufhören, bevor wir alle Legendary Items gefunden haben. So, ne? Ich sag mal, mit Hilfe des Ultimate Dungeons, ne, also des Legendary Dungeons Ultimate, der Version, so, fällt es natürlich deutlich leichter, in relativ kurzer Zeit alle Items zu finden. Ja, bis wohin machen wir? Boah, da habe ich fast Feierabend. Stündchen noch denn. Ja, es fällt natürlich deutlich leichter, alle Sachen zu finden, weil man natürlich 3 Runs mit einmal macht. Und deswegen gehe ich mal von aus, dass wir auch in hoffentlich relativ kurzer Zeit dann auch unsere Gegenstände haben. Und ja, vielleicht ist da auch das eine oder andere dabei, was mir so gut gefällt, wo ich dann sage, okay, ich rüste das Ding aus und ja, natürlich werde ich mich auch in dem Legendary Dungeon nicht umequippen auf dem Main. Ich werde mir natürlich alle Items holen, weil ich natürlich auch weiterhin ja, die bestmögliche Chance haben möchte, orange Edelsteine aus der Mine zu Tage zu fördern. Und das geht halt nun mal nur, wenn ihr halt eben legendäre Sammelalbum-Einträge im Sammelalbum habt. Und sobald ihr den ersten legendären Sammelalbum-Eintrag habt, sprich, sobald ihr euer erstes legendäres Item gefunden habt durch den Legendary Dungeon, ab da an habt ihr quasi prozentual gesehen die Chance, orange Edelsteine aus der Mine zu befördern. Und das sind natürlich die besten Edelsteine, die ihr haben könnt, mit Push auf euer Haupt- und Nebenattribut. Und die wollt ihr natürlich komplett full equipped haben, ne? Sowohl bei euch als auch, wenn es möglich ist, natürlich bei euren Begleitern. Und ja, das ist das Nonplusultra. Und umso höher umso mehr Sammelalbum-Einträge ihr habt von den Legendary Items, umso höher ist auch die Chance auf legendäre Edelsteine. Genau, und ich habe auch hier noch so eine Kurve, ich weiß nicht, ob die noch aktuell ist, allerdings so ungefähr. Ich meine, jetzt mittlerweile gibt es ja mehr Items, also das heißt, die Kurve ist, glaube ich, ein bisschen outdated, da müsste ich mir vielleicht mal eine neue holen, aber so ungefähr sieht das prozentual gesehen aus, weil auch 1, 2 Leute immer wieder fragen, wie hoch ist denn die Chance, ne? Und ja, das war zumindest bevor die neuen Sachen rauskamen, bis zum 36. Item habt ihr eine ca. 20%ige Chance, ne, und das geht dann halt so weiter. Wenn ihr zum Beispiel 10 Items gefunden habt, habt ihr ungefähr eine 8%ige Chance auf einen orangen Edelstein und das steigert sich dann halt. Geht aber meines Wissens nach nicht über eine 20%ige Chance auf einen orangen Edelstein, und umso mehr Items es gibt, umso weiter erstreckt sich halt eben nach hinten raus auch diese Kurve. Das heißt, umso mehr da auch ins Game kommen an Steinchen, umso mehr Sachen muss man natürlich logischerweise dann auch finden. Aber für mich ist das halt auch so ein Ding, halt wie die ganzen anderen Sammelalbum-Einträge. Ich versuche möglichst alles zu bekommen, was geht so. Das ist halt auch so ein bisschen so ein kleiner Sammlerleidenschaft, sag ich mal, dass man alles komplettiert haben möchte. Und da gehören auch eben diese Sachen dazu, ne? Macht euch aber keinen Kopf darüber, dass ihr jetzt vielleicht als Free-to-Play-Spieler oder Medium-Pilzer nicht gleich alles mit Mal schafft, an Einträgen hier zu bekommen, weil es wird natürlich auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ihr Chance habt, diese Items zu bekommen, sondern der Dungeon kommt natürlich dann nochmal irgendwann später. Und dann habt ihr vielleicht nochmal die Chance auf das Set, ne? Jetzt reiht sich halt hier ein komplett neues Set mit ein. Das heißt,
Ja, die Abwechslung wird auch größer, heißt aber auch im Umkehrschluss, es dauert länger, bis wieder dieser Dungeon-Zyklus einmal durchläuft und ihr wieder an dieses Set rankommt. Ne? Das ist natürlich auch ganz klar zu erwähnen. Gut, wer schreibt mir hier? Die Ingame-Post schreibt mir. Ja, hier wurde das Ganze auch jetzt nochmal angekündigt. Und bin sehr gespannt darauf, wie das Ganze laufen wird. Hier steht schon auf S31 ab dem 14.12. um 16 Uhr. Wie gesagt, ich versuche dann direkt live zu kommen. Ne? Wird ein cooler Abend werden auf jeden Fall. Und ja, Nachmittag, Abend geht höchstwahrscheinlich bis abends, bis nachts dann. Mal schauen, wie lange sich das Ganze erstreckt. Und genau, freue mich sehr darauf. Alles klar. Dann wünsche ich euch jetzt noch weiterhin viel Erfolg mit der Auslosung für den heutigen Tag. Und ja, alles Gute. Bis dahin. Haut rein. So Freunde, ganz kurze, knackige Auslosung. Wir kopieren wie immer die URL, fügen sie ein. Ich wünsche natürlich wie immer jeden viel Glück. Achso, wir müssen noch hier auf Continue drücken, laden die Kommentare. Und diesmal gewonnen hat Thymele ZZ5834 GZ, 3 Pilze, schreibt er hier. Ja, ist nicht viel, reicht aber aus auf jeden Fall. Bitte melde dich bei mir, Instagram oder Discord, beides findest du unten in der Videobeschreibung. Das war's soweit von mir. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.